In der Corona-Pandemie hat sich der PCR-Test als Goldstandard zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus etabliert. Dementsprechend ist die Anzahl der täglich durchzuführenden Tests weltweit enorm gestiegen. Während die eigentliche PCR-Analyse bereits in der Regel vollautomatisiert erfolgt, wird die Probenvor- und Nachbereitung jedoch weiterhin manuell von Laborpersonal durchgeführt, was zeitintensiv ist und ein gewisses Fehlerpotenzial und Infektionsrisiko birgt. Mein Name ist Vera Buchele. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Transfusionsmedizin im Universitätsklinikum Erlangen. Wir haben uns entsprechend Gedanken gemacht, wie wir die aktuelle Situation rund um Hochdurchsatz-PCR-Testverfahren optimieren können. Das größte Potenzial sahen wir hierbei in der Automatisierung der bislang manuellen Probenvor- und Nachbereitung. Entsprechend sieht unser Konzept einen hochpräzisen Roboterarm vor, der dazu befähigt wird, die Proben vor und nach der eigentlichen PCR-Analyse handzuhaben. Die Anforderungen an unseren Roboterarm in der Roboterzelle sind klar definiert. Wir müssen zum einen auf engstem Raum präzise arbeiten können. Wir brauchen ganz sensible Steuerungsmechanik, mit der wir unseren Job perfekt ausführen können. In dem Fall machen wir das mit dem Motomann SI-A10F, der mit seinen 7 Achsen auf genau diesem engen Raum präzise arbeiten kann, volle Funktionalität eines Industrieroboters bietet und trotzdem für das medizinische Umfeld geeignet ist. Mein Name ist Tasmin Schales, ich bin Produktmanagerin bei der Yaskawa Europe GmbH im Geschäftsbereich Robotik. Wir haben am FAPS die intelligente und flexible Softwaresteuerung für den Roboterarm von Yaskawa entwickelt. Hierfür nutzen wir unter anderem Machine Learning Modelle, die wir dafür nutzen, die Probenröhrchen in der Roboterzelle zu lokalisieren und so unsere Handhabungsschritte zu planen. Mittels eines multifunktionalen Greifers können wir die Probenröhrchen handhaben, den Deckel öffnen, Tupfer aus den Probenröhrchen entnehmen und mit einer zusätzlichen Kamera die Probe beispielsweise auf Verunreinigungen analysieren. Schließlich werden die Proben dann dem PCR-System zur Verfügung gestellt. Die Herausforderung ist nun, die Kommunikation zwischen unserer Steuerungssoftware und dem PCR-System herzustellen, um so beispielsweise Testergebnisse für die abschließende Sortierung der Proben zu nutzen. Mein Name ist Julian Sessner, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl FAPS der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Wir beschäftigen uns im Alltag mit der durchgängigen Vernetzung im Labor. Dafür haben wir das Zenlab Framework entwickelt, das die Kommunikation von Laborgeräten auf der einen Seite mit höheren IT-Systemen auf der anderen Seite ermöglicht. Im konkreten Fall war die Anbindung des Roboterarms über OPC-UA vergleichsweise einfach möglich. Die größere Herausforderung bestand darin, das eigentlich autark arbeitende PCR-Testgerät zu einer Kommunikation zu überreden. Wir haben dafür Zenlab um ein individuelles Softwaremodul zur Kommunikation erweitert, das Daten vom PCR-Gerät empfangen kann. Dadurch können wir eine Synchronisation zwischen dem Roboterarm und dem PCR-Testgerät via Zenlab realisieren, unabdingbar für die Automatisierung der Testroutine im Labor. Mein Name ist Dr. Daniela Franz und ich bin Lead Strategist Life Science bei der Infoteam Software AG. Mit dem von der Bayerischen Forschungsstiftung geförderten Projekt Flexaco können wir sehr erfolgreich zeigen, dass die Automatisierung von Laborprozessen möglich ist. Sie bietet Vorteile für den Arbeitsalltag, reduziert das Fehlerpotenzial und erhöht die Effizienz und Qualität im Labor. Im medizinischen Labor ermöglicht es Flexaco, die Routineaufgaben den Maschinen zu überlassen, während sich die Menschen mit der Diagnostik beschäftigen. So lässt sich die Testkapazität in medizinischen Analyselaboren durch die bedarfsgerechte und flexible Automatisierung signifikant steigern. Und das hilft sowohl dem Laborpersonal als auch den Menschen, die auf die Tests warten.